die Kühe und Rinder, der wird immer was zu fressen haben. Jeden Morgen und jeden Abend hier ist das immer dieselbe Arbeit. Ne? Das ist, ich denke, dass wir dann 56 werden. Da habe ich den Betrieb übernommen. Da haben wir 12 Melkei. In den 50er Jahren waren hier noch in Eickeloh über 25 und 27 Betriebe, die von der Landwirtschaft gelebt haben. Ne? Und nun sind noch 6. Wer sich nicht vergrößert, der bleibt auch auf der Strecke. Wachsen oder weichen. Das ist mal meine Arbeit hier so ein bisschen verenden. Ich will gerade jetzt noch einen Kaffee trinken. Mittlerweile sind ja jetzt 4 Generationen hier auf dem Hof. Und ich bin auch eigentlich ganz froh darüber, dass Johannes, mein Enkel, auch hier den Betrieb mit übernehmen will. Normalerweise ist er Glocke 8 hier. Jetzt ist der Verteil noch 8. Aber da würdest du dann wohl noch hinkommen, genau, wann das gemacht werden muss, genau. Ja, also es geht bei uns ganz gut eigentlich, weil das ja ein Angestelltenverhältnis und ein familiäres Verhältnis ist. Von daher ein normales Angestelltenverhältnis hätte ich, glaube ich, Probleme mit. Aber damit, dass man immer noch diese Familienkomponente hat und dann immer sagen kann, Mensch, Papa, jetzt sei nicht so, ist was anderes, als wenn du sagst, Mensch, Chef, sei nicht so. Das Beste ist dann doch immer, wenn man miteinander spricht und dann einfach nämlich eine Lösung findet. Ja. Das Einzige, was man immer sagen kann, dass wir alle gesund bleiben, dass sein Vater und Erika, seine Mutter und so weiter, dass wir gesund bleiben und noch arbeitsfähig mit. Wenn er sonst hier aber alleine wirtschaften sollte, das wäre auf die Dauer gesehen, wäre das nicht möglich. Das kann er nicht schaffen. Die Maschine kann 24 Stunden arbeiten. Aber ein Mensch kann auch vielleicht einen Tag mal 24 Stunden arbeiten ohne Schlaf. Aber dann ist der Ofen aus. Mit Heiner, meinem Sohn, spreche ich ja auch meistens Plattdeutsch. Nicht? Also man ist nicht so gezwungen, jedes Wort auf die Goldwaage zu legen, als wenn man das auf Hochdeutsch macht. Wir streiten uns ja öfter. Das passiert ja, wir sagen schon, über die Arbeitsweise. Er sagt, es muss so gemacht werden und ich sage, ich hätte das aber so gemacht insofern nicht. Und dann müssen wir uns irgendwie einen Kompromiss finden. Und wenn dann gar nicht anders geht, dann sagt er, ich bin jo Besitzer nicht und was ich anordne und dann was nur mag, fertig. Nicht? Und dann muss ich mich damit abfinden. Dann kann ich höchstens sagen, dann mag die Schied allein. Nicht? Eigentlich hatte ich keine Lust zur Landwirtschaft. Das war in den 60er Jahren, Mitte, Ende 60er Jahre, wie ich mich entscheiden musste, weil ich die Schule beendete und hatte eigentlich nicht vor, Landwirtschaft zu machen, sondern wollte Zahnarzt werden. Ich hatte ja hier schon immer mitgeholfen, ob das nun Viehfüttern war oder Pflügen oder Heu, die ganzen Arbeiten und so, das habe ich mit dem Trecker alles schon mitgemacht. Das war also nicht, dass ich nicht wusste, was auf mich zukommt, sondern es war auch nicht die Angst vor der vielen Arbeit, sondern es war einfach, weil Vater mir auch die Zahlen gezeigt hatte, die auf seinem Konto stehen, dass es eben immer mal gerade so reichte. Und man merkte es ja auch an vielen, die aufhörten, dass es überall so war. Grundsätzlich sind wir in Eickeloh unheimlich viele Landwirte noch für so ein Dorf, wie wir sind. Also wir sind von der Hektarzahl auch nicht so wahnsinnig schlecht ausgestattet. Also ich würde jetzt nicht davon ausgehen, dass einer von den Betrieben, die im Moment existieren, in den nächsten 10 Jahren aufhören würde. Also könnte ich mir jetzt so nicht vorstellen. Würde ich mir auch nicht wünschen. Wir hatten ja einen landwirtschaftlichen Betrieb. Und für damalige Verhältnisse war das groß genug. Also die ganzen Gebäude und alles.
Und wenn man mit der Zeit muss man sich erweitern und was Neues machen. Und das wird hier auf Usengehöft schwierig. Wir wohnen ja hier in Eickel in der Mitte. Also rundherum von Usengehöft sind ja alle Geschäfte gewesen. Da ist der Koopmann, da ist der Gärtner gewesen, da ist noch ein Koopmann gewesen. Und der Smet Alfred, alle in unmittelbarer Nähe von 150 Meter. Das war sehr schön. Einzig Nachteil war, Ushof ist sehr beengt, die Lage. Mit 50 Kai können wir keinen großen Sprung mehr machen. Und obere Fläche können wir auch nicht wassen, weil die anderen Betriebe auch alle wassen können. Und da hat Henrik gesagt, wenn das so weitergeht, sagt er, um ihr wieder Schaden macht oder Verluste macht, wir hören auf. Und da die Leid. Wir haben immer 100 Jahre Kopf. Ich kann doch keinen Diet missen. Wenn du einmal tot geworden ist, dann dachte er gar nicht, was haben wir noch verkehrt gemacht oder was ist so werden. So hänge ich an das Fei. Immer schon. Ja, und das hat mich wieder dann so alles, so den Betrieb so ausschlachten würden, die Kahlgüngen weg und alles. Das ist so ein Stück, weiß ich nicht, wie Lebensqualität, der die verloren hat. Eickeloh ist vielleicht immer noch so ein bisschen so ein Schlafdorf. Hat sich mal so entwickelt, dass die Leute in Hannover arbeiten, mit dem Bus da zur Arbeit fahren, heute mit dem Auto zur Arbeit fahren. Dann abends nach Hause kommen und hier dann ihre Ruhe haben wollen. War in den 70er, 80er Jahren teilweise auch schon so, aber denke ich mal, das ist ein bisschen mehr geworden. Ja, das ist diese Entfremdung, die so ganz allmählich sich entschlägt. Die alle der Bevölkerung, die wird immer weniger in Verhältnis zu den anderen und hier kommt ein Lühr oder Stadt her und wird natürlich alles so haben, wie das in der Stadt ist und das ist natürlich nicht möglich. Das sind so die Probleme. Ja, wie Ohlen der Bewohner, wir sind eigentlich noch so eingestellt, wenn irgendwas fehlt, dann mag wir das oder bringt das in Ordnung. Und die anderen, die kommt an und sagt, es muss gemacht werden. Nicht? Ja. Ja, heute machen wir hier Holz. Sind heute Morgen alle früh aufgestanden. Wir beide haben uns jetzt eingeteilt. Wir laden den Kram. Die anderen beiden, Walter und Patrick, die sägen die Reste jetzt noch um. Mit dem Jörg, mit unserem Mucki, da bin ich zur Schule gegangen. Walter ist ein paar Jahre älter. Man hat dann so gleiche Interessen. Ja, und wir machen auch viel zusammen. Sag mal her. Du Teufel, nun nimm mir das doch nicht immer weg. Das ist zu weit, das ist von gestern. Ja. Irgendwo in die Mitte gehen hier. Mensch, ich war doch in der Mitte. Das ist doch hier. Nein. Nun hör doch mal auf. Ich mache ja schon gar nichts mehr, Großmeister, Herr und Was ist Gebieter. das da? Freunde hat man, glaube ich, meiner Meinung nach wirklich Freunde hat man nur ein oder zwei im Leben und die beiden zähle ich definitiv dazu. Weiter, weiter! Sind wir bald totgefahren auf Leinebrücke. Was ist denn das? Na, was ist das? Ei! Uns liegt allen, die auf dem Sofa rumgesitzen, nicht. Das ist so eine Sache. Naja, da kann ich auch mal ein bisschen Holz sägen. Wir freuen uns immer schön, wenn wir zu dritt hier sind. Obwohl wir arbeiten müssen und dann Samstagabend auf dem Sofa einschlafen, haben wir den ganzen Tag Spaß gehabt ohne Ende. Wo ich in der Stadt gewesen bin, die 2 Wochen, bin ich morgens aus der Haustür gekommen und habe zu jedem guten Morgen gesagt. Die haben mich alle angeguckt, als wollten die fragen, ob ich aus dem Heim komme oder was. Die wussten gar nicht damit anzufangen. Guten Tag, guten Morgen, kennen die da gar nicht. Der Nachbar kennt den Nachbarn nicht. Ja. Hier komme ich morgens raus, hole mal eine Zeitung, mein Nachbar sagt guten Morgen und fragt noch mal kurz, ja, musst du zur Arbeit, hast du frei? Das interessiert in der Stadt ja keinen, ne?
Das würde ja so, wenn man das von Fernkrieg her noch betrachtet, dann würden ja auch die ganzen Handwerksbetriebe. Wir haben einen Smith, wir haben eine Rohrmockerei, gab ja keine Gummibereifung noch nicht. Das waren Holzräder in den Ackerwagen. Ne? Und die machten die Räder. Und der Schmied, der machte den Beschlag dazu. 2 Schaustellbetriebe, Schuhmachermeister, alles Meister und so Viren. Ne? Seit ich Kind bin, bin ich zuständig, im Frühjahr die Linden zu beschneiden. Also eine ganz alte Geschichte. Das hat nach meiner Erinnerung seit den Jahrzehnten auch niemand anders gemacht. Immer ich. Ja, alle Bäume haben mal irgendwie auf dem Grundstück gewechselt, weil sie kaputt gegangen sind oder aus irgendwelchen anderen Gründen. Die beiden Linden nie. Die haben immer durchgehalten. Es sieht so aus, als wenn wir die letzte Generation hier im Haus gewesen sind, aus der eigenen Familie. Wie das weitergeht, kann ich nicht sagen. Wie ging das an? Nee, ich krieg nicht mehr in Gang. Das ist der ehemalige Laden. Geworben werden musste natürlich auch. Und an der Hauptstraße, an der Hauptdurchfahrtsstraße, hier bei Frerkings, gab es ein Schild. Das hat er sich dann extra schmieden lassen, damit da auch jeder hinfindet. Sozusagen die 50 Meter von der Hauptstraße entfernt. Das hat er dann selbst wieder abgebaut, als er aufgehört hat. Das war so ein ganz entscheidender Schritt eigentlich. Herr Braun, Sie sind nun Orthopädie-Schuhmachmeister hier in Eikelow. Sie sind 76 Jahre alt, ich kann das sagen. Warum arbeiten Sie eigentlich noch? Ich habe noch ein kolossales Interesse an meinem Handwerk. Ich arbeite noch für die alten Kunden. Ja, nun mal die Frage, hier leben 700 Einwohner, ja, und dafür gibt es einen Orthopädie-Schuhmachermeister. Haben die hier alle Plattfüße oder warum? Unsere Eikelower, die sind alle wohl auf. Ich passe auf, dass sie keine Plattfüße haben, aber von außerhalb habe ich sehr viel Kundschaft. Sie haben uns auch ein paar Modelle mitgebracht. Vielleicht können Sie da mal kurz noch was dazu sagen. Ja, sehen Sie mal, hier habe ich ein paar Schuhe, das ist kriegsverletzt, ein Kriegsversehrter. Der hat durch Beckenschuss eine Beinverkürzung von 7 cm. Und das haben Sie alles gemacht? Das mache ich alles von Grund auf, vom Schaft bis zum Bodenbau. Das wissen auch meine Eikelower. Und hier habe ich noch einen amputierten, das ist dieser Fuß hier. Sieht man das? Das ist ein amputierter, das sieht man so. Und was ich sage, schön, liebe Soldaten. In Frankreich abgefroren, die Zähne und die Mittelfußknochen weg. Lieber Herr Braun, wir müssen leider zum Ende kommen. Mein Vater ist 1997, 87-jährig gestorben. Und sein Kittel, seine Schürze, das hängt hier alles noch. Ja, mal sehen, ob ich das noch aufkriege. Ja, der Knoten geht auch nach so vielen Jahren noch auf. Ja, so hätte dann ein Schuhmacher ausgesehen zum Beispiel, ne? Und dann greift als nächstes hier die Bäckerei, die da wird. Wir hat hier dann immer viel Arbeit hat in den Kriegsjahren. Dann haben wir viel Bordekraugen abbackt für die Lühe. Und das war hier immer ein Riesenbetrieb, wird das hier immer. Und nachher, ja, 1950, ja, da haben wir hier dann das Gebäude gebaut, weil das andere war all alt und da konntest du auch nichts mehr machen. Nicht? Ja, und so ist das wieder gegangen. Und 72, da haben wir aufgehört. Die Gruden, die Lütschen, die arbeiten nicht? Das ist so ein bisschen in die amerikanische übergegangen. Die hat dann all einen Laden, wo alles kriegen darf. Und früher waren das all Einzelbetriebe, nicht?
Die ganzen Nachbarn, die Bäckereien, der hat all aufgehört. Ob das Hodenhagen wird, Runge oder ist ganz egal, wer das wird nicht möglich. Und sie haben uns auch dermaßen Auflagen gemacht. Und dann habe ich gesagt, nee, dann gehe ich irgendwo anders arbeiten und das habe ich auch gemacht. Und dann bin ich auch mit 58 in den Ruhestand gekommen. Und da habe ich gar nicht schlecht gemacht. Das habe ich investieren müssen. Und vielleicht haben wir sich neu verschuldet. Und dann weiß ich noch gar nicht, was davon geworden wäre. Nicht? Ja, da wir den backt hat und dann habe ich gesagt, so unser Fehl Köste und Kauken so teuer. Ich sage, ja, dann backen die man Süms, das wäre am meisten süß. Zu unserem Gottesdienst darf ich Sie aufs Herzlichste heute Morgen hier in der Kirche begrüßen. Jetzt haben Sie bestimmt erwartet, dass die Orgel einsetzt, um durch das Vorspiel auf den Gottesdienst einzustimmen. Aber man hat mir eröffnet, dass ein Orgelspieler unter keinen Umständen zu finden war. Als ich dann erwähnte, dass ich ja die Lieder auch mit dem Akkordeon begleiten könnte, sagte man mir, oh ja, das machen Sie, Mann. die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Tschüss. Schönen Sonntag. Ja. Es gibt eine dörfliche Gemeinschaft, die Seltenheitswert hat. Und so kann man auch unbeschwert feiern. Feste feiern, wie sie fallen, mit allem, was dazugehört. Eikelow feiert Feste. 2 Gastwirtschaften waren noch da und die hat auch nicht arm geworden. Verzählt was immer was, wenn auch nicht fehlen. Nicht? Aber sofern Krieg würde das ja praktisch, was soll denn der Kerl morgen, wenn da was gewohren werden muss, dann musst du irgendwo hingehen, wo freie Viehband da oben sind. Nicht? Aha, die Zweck ist da, irgendwas giftet wird, kannst mal hingehen. Nicht? Das wäre ja eigentlich ein öffentliches Haus, da ging das ja gut und rein. Da wäre die Kegelbahn, da wäre im Saal was los, da wäre in der Gastum was los. Da wäre ja schon, wenn wir mittags bei den Äten seid, dann klingelt die Gastum, dann muss einer hin und Bayern schenken. Mit den vielen Feste, die damals schon werden vom Schützenverein und Kriegerverein, da waren manchmal Äten auf dem Saal für 200 Lühe. Elsbeth und ich sind oft lang abends oben in der Kneipe. Ja. Und man hat manche Nacht in der Gastum säten und an Abend ins Sloppen und nächsten Morgen wieder anfangen. Ja,
Das war harte Arbeit und jetzt da die Krumm durch und falte Hupe. Wenn man da so darüber nachdenkt, das ist ja unwahrscheinlich. Ja. Was steckt da für Schweiß und Arbeit und Geld in? Ja, 50er, 60er Jahre, da ging das ja noch richtig zu Werke. 2 Tage wurde Schützenfest gefeiert und das reichte natürlich uns Jüngeren nicht. Und wir hingen dann noch einen 3. Tag an, bis morgens um 5 bis um 8 manchmal und das ging auch Nächte durch dann. Und wenn man dann Musik machen konnte dazu, das war natürlich eine feine Sache da. Am 1. Tag gab es die Umzüge, am 2. Tag wurde dann die Scheibe angenagelt. Das wäre eben so. Man stellt keine großen Ansprüche und Hauptsache man hat was zu trinken und zu essen und das wird es dann, ja. Auch ein mittelständischer Industriebetrieb ist hier ansässig. Mit 70 Beschäftigten der größte Arbeitgeber des Ortes. Die Firma Asche ist hier nach dem Kriege aus kleinsten und wirtschaftlich schwierigsten Anfängen entstanden. Sie fertigt modische Strickwaren-Oberbekleidung an, mit der sie große Versandhäuser und Warenhauskonzerne beliefert. In den hellen, großzügig angelegten Produktionsräumen sind die modernsten elektronisch gesteuerten Flachstrickvollautomaten, Zuschneide- und Konfektionsmaschinen installiert. Unmittelbar nach dem Krieg, 1945, Weihnachten, konnte man ja so gut wie nichts kaufen. Und meine Schwester und ich, wir sollten Spielzeug bekommen. Und dann haben meine Eltern aus vorhandenen Teilen, Sachen, Puppen mit Laubsäge ausgeschnitten und gemacht. Und diese Sachen wurden von einem Hamburger Kaufmann gesehen und für toll befunden. Und dann wurde die Spielzeugfabrikation auch ausgeweitet. Ja, so ist das Ganze in Gang gekommen. Ich habe 35 Jahre ununterbrochen bei Otto geliefert. Das will was heißen, dass man da nicht mal rausfliegt. Es geht nämlich schnell. Es mag etwas überheblich klingen, aber in Norddeutschland haben wir alle anderen Kollegen überlebt. Letztendlich aber auch sind wir an der Globalisierung gescheitert. Der Letzte macht's Licht aus. Ich selber bin jetzt im Ruhestand, das gefällt mir auch ganz gut. Ich habe viel Zeit, ich habe ein Hobby, nämlich Oldtimer fahren. Das ist ein schönes Auto. 300S. Der hat damals so viel gekostet wie 3 Einfamilienhäuser auf dem Land. Also die Entscheidung, dass ich hier in Eikelow bleibe, war für mich schon immer klar. Heute arbeite ich in Hannover, in Laatzen. Jeden Tag, den ich nach Laatzen fahre,
denke ich mir abends immer, es ist so wunderschön, wieder nach Eikelo zu kommen. Alleine das Ortsschild, wenn ich das Ortsschild sehe in Eikelo, dann denkst du, jetzt bist du wieder zu Hause. Besser geht's nicht. Man ist hier geboren und das ist eben die Heimat hier. Nicht? Und wenn man so in die Heimat verloren ist, halt, das will wohl jeden Benz vorfallen. Nicht? Also damals als kleines Kind nach Walsrode einkaufen, das war für mich immer eine Qual, weil man ist dann auch klein, das ist genau in der Höhe der Auspuffabgase der Autos und ich habe dann immer ganz schnell Kopfschmerzen gekriegt und da wollte ich eigentlich immer schnell wieder nach Hause, weil hier habe ich mich dann wohl gefühlt. Also Eikelo ist einfach unheimlich schön, weil es hier gut riecht. Jedes Mal, wenn ich von Hannover komme und ich feuer der Hamster ab, dann sage ich doch hin Eigeling. Oh, denke ich, nun bist du beendet. Eikelo ist immer wieder zu Hause. Das ist wie Urlaub, man schaltet um und man fängt nächsten Tag auf der Autobahn jetzt wieder an, über nachzudenken, was man heute machen muss. Die Dorfpflege ist mir ganz wichtig. Das Gemeinschaftsleben. Man lebt hier besser als in der Stadt. Und man ist vielleicht auch so gewohnt, wenn man hier geboren ist, nicht? Dass man hier lieber leben, denn Heimat ist Heimat, nicht? Mein Name ist Hans-Heinrich Blanke. Mein Name ist Johannes Heinrich Blanke, aber ohne Bindestrich. Ich heiße Gerhard Blanke. So, und ich bin Dreis Friedrich. Mein richtiger Name ist Eggers. Also ich bin Michael Hansch, Sokrale. Elsa Evers habe ich mal geheißen als Kind. Ja, ich heiße Jörg Mössing. Auf Plattdeutsch heiße ich hier Pauls Reinhardt. So kennen mich die meisten hier. Ja, ich heiße Helmut Eickhoff. Jürgen Hinrich Asche, genannt Hinak Asche. Ich bin hier Main-Heinrich, komme hier Eikelo. Erstmal, mein Name ist Erwin Becker, geboren am 5.2.30 in Eikelo. Also mein Name ist Horst Freching. Ich heiße Heinrich und wohne in Eikelo. Ne? Ich bin geboren als Frechings Hanna am 2. Februar 1924. Wie weit sind Sie denn? Was? Wie weit Sie sind? Das weiß ich nicht. So sehen können, hast Sie verheert. Na, sehen, das muss ich jetzt erst. Mit dieses Doppeln oben. Das ist modern.